Nachdem ihr eine Kette für euer Projekt angeschlagen habt, durchgezählt teilbar durch 6 plus 2 Maschen mehr, kommen wir zu Reihe 1. Ich beginne Reihe 1 mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen. Wir brauchen insgesamt 4 Stäbchenreihen für den Anfang. Und am schönsten kommt dieses Muster zur Geltung, wenn ihr die Stäbchen wirklich perfekt übereinander habt. Ihr könnt ganz normal in die Masche einstechen, aber dann sind die Stäbchen nicht so perfekt übereinander. Da gibt es nämlich einen kleinen Trick. Und zwar, wenn ihr diese kleine Querschlaufe hier genau hier einstecht, habt ihr 3 Schlaufen auf der Nadel und seid perfekt mittig über das Stäbchen. Also Umschlag, einfach mit dem Nadelkopf auf dieses V, in dieses Herzchen reindrücken und ein Stäbchen abhäkeln und habt dieses Stäbchen perfekt über das andere Stäbchen. Bei dem nächsten das gleiche. Und bei dem nächsten das gleiche. Und das geht genauso schnell, als würdet ihr in die Masche einstechen. Also hier habt ihr dieses V, einfach in dieses kleine Loch, zack, reinstechen und euer Stäbchen häkeln. Und dann habt ihr alle Stäbchen perfekt mittig übereinander. So häkeln wir jetzt erst einmal die ganze Reihe bis zum Ende. Dann zeige ich euch noch mal kurz das Ende für die, die noch Probleme mit Anfang und Ende für Stäbchen haben. Und danach heißt es erstmal insgesamt noch 2 zusätzliche Reihen dazu häkeln, dass wir insgesamt 4 Stäbchenreihen haben. Und am Ende der Reihe, nachdem ich mein letztes Stäbchen dann soweit abgehäkelt habe, muss ich noch in die zweite Steigeluftmasche von unten angezählt seitlich einstechen, in den Steigeluftmaschen der Vorreihe und dort auch noch ein Stäbchen hineinhäkeln, weil sonst habe ich eine Abnahme. Und die möchten wir hier nicht. Sodass wir wirklich Steigeluftmaschen über Steigeluftmaschen haben, dann jedes Stäbchen ein Stäbchen und auch hier Steigeluftmaschen über Steigeluftmaschen. So, und das war jetzt unsere erste Reihe nach der Basisreihe und wir benötigen insgesamt 4 Stäbchenreihen. Ich füge jetzt noch 2 hinzu und dann geht's für uns. Wenn ihr mit einer anderen Basisreihe angefangen habt, dann ist wichtig, dass ihr auch insgesamt 4 Stäbchenreihen nun häkelt. Und für die nächste Reihe beginnen wir somit dann auch wieder mit 3 Steigeluftmaschen. Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen, machen einen Umschlag, gehen über das nächste Stäbchen, stechen in das Herz hinein, in das kleine V und häkeln auch dort wieder schön mittig unser Stäbchen hinein. Und wenn wir dann unsere 4 Reihen Stäbchen soweit haben, dann kommen wir zum hauptsächlichen Musterteil, der sehr interessant ist und aber auch viel Spaß macht. Zurück, so sieht es dann nach 4 Reihen mit Stäbchen aus. Und nun nehme ich mir eine schöne passende Farbe hinzu, fädel die neue durch die alte Farbe, ziehe die alte Farbe zu, nehme mir alle 3 Schlaufen und häkel damit die erste Luftmasche ab. Dann wende ich das Ganze, nehme mir meine neue Farbe und steche nun über die Steigeluftmasche ein und häkel eine feste Masche um beide Fäden herum. So, dann habe ich das erste Mal. Dann steche ich in das zweite Stäbchen ein, auch wieder um beide Fäden herum häkeln und eine feste Masche. Kann ich das Ganze etwas gleichmäßig ziehen und mich sowohl von der alten Farbe trennen, als auch den Anfangsfaden von meiner neuen Farbe.
und spare mir dann so später das Vernähen. Und das hält, da ich ja beim ersten Mal alle Fäden zusammen verwurstelt habe mit der Luftmasche und danach zweimal nochmal umhäkelt. So, kommen wir zum eigentlichen Muster. Ich versuche euch das erst einmal so zu erklären, was ich mache, bevor wir loslegen. Und zwar häkel ich jetzt gleich Reliefstäbchen, kann man sagen. Allerdings von kurz auf immer länger und dann wieder auf kurz. Ich rücke dabei immer ein Stäbchen weiter. Also ich bleibe nie in der Reihe der Stäbchen, die ich gerade gehäkelt habe, sondern immer eins weiter rücken. Ich habe nun hier die Steigeluftmaschen und das erste Stäbchen mit jeweils einer festen Masche bestückt. Und das mache ich auch am Ende so. Also Anfang und Ende sollten immer gleich sein. Ich werde jetzt gleich einen Umschlag machen und in der zweiten Stäbchenreihe, von oben gezählt, um das Stäbchen herum gehen, mir das nach vorne ziehen und ein Stäbchen abhäkeln und habe somit optisch eigentlich ein Reliefstäbchen. Danach rücke ich ein Stäbchen weiter, mache 2 Umschläge und gehe in die dritte Reihe von oben gezählt und häkel um das Stäbchen herum durch 2 Schlaufen, durch 2 Schlaufen und durch 2 Schlaufen. Danach rutsche ich wieder ein Stäbchen weiter, mache 3 Umschläge und gehe in die vierte Reihe um dieses Stäbchen herum. Also, ich beginne mit einem Umschlag in der zweiten Reihe von oben gezählt, um das Stäbchen herum und häkel ein Reliefstäbchen zu mir nach vorne. Danach mache ich 2 Umschläge, gehe ein Stäbchen weiter und gehe von oben angezählt in die dritte Reihe um das Stäbchen herum, hole den Faden durch 2 Schlaufen, durch 2 Schlaufen und durch 2 Schlaufen. Also ihr häkelt immer durch 2 Schlaufen ab, bis keine Schlaufen mehr übrig sind. Und nun kommt das längste mit 3 Umschlägen und da gehe ich von oben angezählt in die vierte Reihe, was hier unten die erste ist. Steche auch wieder um das Stäbchen herum, durch 2 Schlaufen, durch 2 Schlaufen, durch 2 und durch 2. Danach wieder 2 Umschläge, jetzt müssen wir wieder eins weniger werden, und zwar so wie das hier häkeln. Gehe in die dritte Reihe um das Stäbchen herum, durch 2, durch 2 und durch 2. Und wieder eins weniger, nur noch ein Umschlag in die zweite Reihe und häkel ein normales Reliefstäbchen. Zum Schluss in das nächste Stäbchen einstechen, eine feste Masche, um das Ganze wie am Anfang zu fixieren. Und dann sieht das so aus und ihr bekommt so eine wunderschöne 3D-Optik dabei dann hin. Das gleiche nun wieder. Ich rutsche wieder ein Stäbchen weiter, mache einen Umschlag, zweite Reihe, durch 2 und durch 2. 2 Umschläge, dritte Reihe, durch 2, durch 2 und durch 2. 3 Umschläge, vierte Reihe, durch 2, durch 2, durch 2 und durch 2. Nun wieder ein weniger, 2 Umschläge, dritte Reihe und nur noch einen Umschlag, zweite Reihe. Und zum Schluss ins nächste Stäbchen oben einstechen, eine feste Masche häkeln.
und dann sieht es bereits so aus. Ja, und dieses Muster macht richtig, richtig Spaß, wenn man einmal den Dreh raus hat. Es hat allerdings nur eine Seite. So, häkeln wir noch ein letztes Mal zusammen. Einen Umschlag, zweite Reihe, 2 Umschläge, dritte Reihe und 3 Umschläge, vierte Reihe. Danach wieder 2 Umschläge, dritte Reihe, einen Umschlag, zweite Reihe und eine feste Masche nicht vergessen. Und am Ende der Reihe ist wichtig, dass ihr das letzte Stäbchen nicht vergesst, mit einer festen Masche zu behäkeln. Und in die Steigeluftmasche seitlich in der zweiten Luftmasche von unten angezählt auch nochmal eine feste Masche. Denn sonst habt ihr nachher eine Abnahme und die wollen wir schließlich nicht in diesem Muster haben. Kommen wir zur nächsten Reihe. Nun häkeln wir wieder mit Stäbchen. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen. Die Steigeluftmaschen gehören zur letzten gehäkelten festen Masche. Das heißt, wir machen einen Umschlag und stechen dann in die zweite feste Masche ein und häkeln dort dann unser erstes Stäbchen hinein. Und so haben wir dann wieder unsere Steigeluftmaschen über Steigeluftmaschen und unser Stäbchen. Jetzt ist wichtig, wenn ihr mal genau hinschaut, habt ihr jetzt 2 Reihen mit Maschen. Und wir müssen jetzt immer in unserer derzeitigen Farbe einstechen. Diese hier bleiben unbehäkelt. Wir müssen das Ganze etwas zu uns hinkippen, um dann die Maschen zu sehen und häkeln einfach in jede Masche ein Stäbchen hinein. Achtet dabei darauf, dass ihr auch wirklich die ganze Masche mitnehmt, sonst verändert sich nachher das Bild von vorne. Und so häkeln wir nun erstmal die ganze Reihe, denn hier ist etwas Konzentration gefragt, dass wir auch wirklich jede Masche mitnehmen und auch richtig einstechen. Und dann bekommt ihr hier so einen kleinen Versatz, das ist aber völlig normal. Das ist ja eh die Innenseite und hier haben wir dann die Außenseite. So, und dann haben wir unsere erste Reihe an Stäbchen wieder soweit fertig. Hier habe ich halt ganz normal in die Masche eingestochen, da man das von der Seite eh nicht so gut sehen kann und auch nicht rankommt. Allerdings gilt jetzt ab der nächsten Reihe wieder, wenn möglich, schön mittig in jedes Stäbchen einstechen. Wir beginnen also wieder mit 3 Steigeluftmaschen, machen einen Umschlag, Steigeluftmaschen, bleiben über Steigeluftmaschen, gehen über das nächste Stäbchen und stechen wieder in dieses Herzchen ein, um 3 Schlaufen auf der Nadel zu haben und schön mittig im Stäbchen einzustechen. Und ab hier benötigen wir insgesamt erst einmal 5 Reihen mit Stäbchen. Diese haben wir bereits gemeinsam gehäkelt. Das hier ist die zweite und nochmal zusätzlich 3, dass wir insgesamt 5 Reihen mit Stäbchen haben, um dann wieder diese Musterpartie einzufügen. Ich werde jetzt erst einmal meine 5 Stäbchenreihen häkeln, denn dafür braucht ihr mich sicherlich jetzt nicht mehr, nachdem wir das einmal alles zusammen gemacht haben. Und dann sehen wir uns, wenn ich soweit bin. Bis
Nach 5 Reihen mit Stäbchen kann ich mir nun wieder die Farbe von vorhin nehmen. Oder ihr nehmt euch eine andere Farbe, kann ja jeder machen, wie er möchte. Ziehe mir die neue durch die alte wieder hindurch, die alte Farbe wieder zu. Nehme mir erst einmal alle 3 Fäden, häkel damit eine Luftmasche ab, so sind die schon mal da, schön miteinander verbunden. Danach nehme ich mir die neue Farbe und umhäkel die beiden Fäden, den Anfangsfaden und den alten Faden. Ich steche zuallererst in die Steigeluftmaschen der Vorreihe ein. Da kommt meine erste feste Masche hinein. Das ist ganz wichtig, weil sonst fehlt uns nachher eine Masche. Und häkel ab. Und danach steche ich ins zweite Stäbchen ein und umhäkel wieder beide Fäden mit einer zweiten festen Masche. Dann können wir das Ganze noch mal so ein bisschen gerade ziehen und auch hier direkt abschneiden und müssen nachher hier schon mal nichts mehr vernähen. Und dann geht es weiter wie hier unten. Also Anfang und Ende wieder jeweils 2 feste Maschen, das ist ganz wichtig. Dann mache ich wieder einen Umschlag, gehe in das nächste Stäbchen, das wäre hier das dritte, in die zweite Reihe und häkel ein Reliefstäbchen nach vorne ab. Also ein Umschlag, zweite Reihe, 2 Umschläge, dritte Reihe, 3 Umschläge, runter in die vierte Reihe und dabei natürlich immer ein Stäbchen weiter rücken und immer durch 2, durch 2, durch 2 und durch 2 schlaufen. Danach wieder einen Umschlag weniger, nur 2 Umschläge, dritte Reihe und einen Umschlag, zweite Reihe. Und am Ende ganz wichtig, in das nächste Stäbchen eine feste Masche. Und dann sollte es so aussehen. Noch einmal. Einen Umschlag, zweite Reihe. 2 Umschläge, dritte Reihe. 3 Umschläge, vierte Reihe. Immer durch 2 Schlaufen, bis keine mehr übrig sind. Dann wieder ein Umschlag weniger, 2 Umschläge, dritte Reihe. Und einen Umschlag wieder, zweite Reihe. Zum Schluss ins nächste Stäbchen eine feste Masche. Und so sieht es dann aus. Und das ist das eigentliche Muster. Wenn ihr die Reihe dann soweit fertig habt, dabei darauf achten, dass ihr auch am Ende wieder 2 feste Maschen habt. Danach folgen wieder 5 Reihen Stäbchen mit derselben Farbe. Und danach wechselt ihr wieder auf die neue Farbe und macht diese wunderschöne Optik hinein. Ich hoffe, euch macht dieses Muster genauso viel Spaß wie mir. Es ist ein bisschen komplizierter, weil man erstmal mit den Reihen und der Tiefe, wo man einstechen muss, klarkommen muss. Aber wenn man das einmal drauf hat, macht es richtig, richtig Spaß. Und wie ihr seht, gibt es eine tolle Optik. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln. Lasst die Nadeln glühen, vergesst eure Bewertung nicht und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.